Als der österreich-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand 1914 in Sarajevo ermordet wurde, führte dies zum Ersten Weltkrieg und damit auch zum Untergang Österreich-Ungarns. Doch auch davor gab es bereits große politische und soziale Spannungen in der Doppelmonarchie, weshalb ein Auseinanderbrechen des Großreichs stets eine große Bedrohung für den Kaiser darstellte. Aus diesem Grund entwickelten einige politische Vordenker um den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand einen Reformplan für die angeschlagene Doppelmonarchie: die Vereinigten Staaten von Großösterreich. Um alle Ethnien und Nationen des Vielvölkerstaats unter einen Hut zu bringen, wurde ein Plan nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika ausgearbeitet. Er sollte Österreich-Ungarn zusammenhalten und den Status einer Großmacht für lange Zeit garantieren. Doch wie kam es zu diesem Plan, wie sah er im Detail aus und warum wurde er nie umgesetzt? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Österreich-Ungarn war von Beginn an ein Vielvölkerstaat, der aus insgesamt 11 Hauptnationalitäten bestand. Trotzdem hatten lediglich die Österreicher und die Ungarn wirkliches politisches Mitspracherecht. Diese machten zwar auch 44% der Bevölkerung aus, trotzdem bedeutete dies, dass über die Hälfte der Nationalitäten kein Mitspracherecht hatte und dementsprechend sehr unzufrieden war. Diese anderen 9 Ethnien waren die Tschechen, die Polen, die Ukrainer, die Rumänen, die Kroaten, die Slowaken, die Serben, die Slowenen und die Italiener. Und in diesen Gebieten kam es immer wieder zu Aufständen und Revolten und viele forderten mehr Autonomie oder sogar die vollständige Unabhängigkeit. Ein weiteres Problem war die Aufteilung der Kronländer, also der einzelnen Gebietsteile der Monarchie. Die Grenzen dieser orientierten sich an jahrhundertealten Kriegen und Territorialstreitigkeiten, die oft bis weit in die Zeit des Heiligen Römischen Reichs reichten. Mit der Einteilung der verschiedenen Ethnien in der Doppelmonarchie hatten sie aber nur wenig gemeinsam. Besonders der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand erkannte früh das Konfliktpotenzial der ethnischen Spannungen, bei dem jederzeit ein kleiner Funke das Kaiserreich sprengen konnte. So arbeitete er mit einem Gremium aus politischen Vordenkern einen Plan aus, der für Entspannung im Reich sorgen sollte und zu einem Ausgleich der verschiedenen Ethnien und Nationen führen sollte. Der Plan wurde schließlich 1906 veröffentlicht. Nach diesem sollten also die Grenzen der verschiedenen Kronländer vollständig neu gezogen werden und 15 neue Gliedstaaten gegründet werden, die sich von nun an den ethnisch und sprachlich vorherrschenden Gruppen der jeweiligen Gebiete orientierten. Das Kaiserreich Österreich-Ungarn sollte umgewandelt werden in die Vereinigten Staaten von Großösterreich und nach dem Vorbild der USA sollte jeder der 15 Bundesstaaten gleiches Mitspracherecht erhalten. Zudem sollten Konflikte innerhalb der einzelnen Bundesstaaten vorgebeugt werden, indem die Grenzen so gezogen wurden, dass lediglich eine Hauptsprache in dem jeweiligen Gebiet gesprochen wurde. Insgesamt kann man sagen, dass sich bei der Neugliederung durchaus viele Gedanken gemacht wurden, da die Grenzen einiger später entstandenen Nationen bereits ziemlich genau vorgezeichnet wurden. So zum Beispiel die von Österreich, die von Ungarn, die von Slowenien und auch die von Kroatien. Die Bundesstaaten wären dabei so homogen wie nur sehr wenige Nationalstaaten in Europa gewesen. Es hätte lediglich einige deutschsprachige Exklaven in verschiedenen Bundesstaaten wie zum Beispiel Siebenbürgen gegeben, ansonsten wären die verschiedenen Teile der Vereinigten Staaten von Großösterreich aber sehr einheitlich gewesen. Doch warum ist der Plan trotzdem letztendlich gescheitert? Zum einen wollten viele Ethnien keine Neugliederung ihrer Landesgrenzen, sondern eine vollständige Unabhängigkeit. Zudem ahnten sie, dass die bisherigen Herrscher die Macht mit Sicherheit nicht vollständig abgeben würden. Und so war es auch. Die österreichische und ungarische Elite fürchtete einen Machtverlust, da diese ja von nun an nicht mehr von 2 Ethnien ausgingen, sondern von allen 11. Zudem waren mit der radikalen Neuziehung der über Jahrhunderte entstandenen Grenzen auch besonders viele konservative Politiker sehr unzufrieden, da sie die Grenzen für unantastbar hielten. So wurde eine Durchführung des Plans unmöglich und es blieb alles beim Alten. Nur gute 10 Jahre später zerbrach Österreich-Ungarn dann aber in viele Nationalstaaten. Der Plan hatte also auf dem Papier durchaus gute Ansätze, ließ sich in der Realität aber aufgrund zu vieler Gegenstimmen nicht durchführen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass der Plan tatsächlich hätte umgesetzt werden können und ob er tatsächlich erfolgreich gewesen wäre. Ansonsten empfehle ich euch noch sehr das Video über das österreichische Kolonialreich. Ich verlinke euch das Video direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.